Herzlich willkommen, ihr schaut Franks Heli Info. Heute für euch ein Update-Video Kraken 700S mit dem 6S Setup und dann habe ich noch einige Tipps und Tricks für euch. Viel Spaß, bis gleich. Tipps und Tricks. Damit möchte ich dieses Video beginnen. In dem Hauptvideo, das verlinke ich euch hier oben, habe ich vorgestellt den Goblin Kraken 700 mit einem 6S Setup. Kompromisslos leicht. Das ist der hier. Und hinter mir auf dem Regal in dem Hauptvideo, da hier wo jetzt der wunderschöne Urgoblin steht, da stand der gleiche nochmal mit einem 12S Setup. Den bin ich geflogen, 4-mal glaube ich, und da stand er einfach nur noch doof rum, der arme Helikopter. Warum? Ich wiederhole mich wirklich sehr gerne. Mir persönlich, bei meinem Flugstil, reicht ein 700er Helikopter mit einem 6S Setup. Das reicht völlig aus. Ich habe vor vielen, vielen Jahren, habe ich ja bereits gesagt, Leute, es macht Spaß mit 6S. Und es sind viele, viele Monde sind vorbeigezogen und meine Meinung hat sich nicht geändert. 700er 6S macht richtig Spaß. Den hole ich euch mal hier. Den stelle ich mal auf den Tisch. Da ist er. Mit einer 710 drauf. 710er Blätter. Das ist also nicht kompromisslos leicht, so wie der hier, sondern, ja, wie soll ich sagen, normal leicht. Ja? Normal leicht aufgebaut. Fliegt auch hervorragend. Hat einen 150er Regler drin, der hier hat den 120er Regler drin, andere Servos und so weiter. Komme ich gleich noch zu im Detail. Den ersten Tipp, den ich für euch habe, bei der Canopy, bei der Haube hier, mich hat das persönlich genervt, wenn man die abmacht, dann wird sie noch festgehalten wie von Geisteshand. Die verklebt so ein bisschen, und zwar vorne mit der Halterung von dem Regler ist hier so ein Gummiring drum auf beiden Seiten, und damit verklebt die Haube so ein bisschen, und das hat mich einfach nur so ein bisschen genervt. Ich hoffe, man kann es jetzt hören. Achtung! Also sie verklebt vorne tatsächlich hier. Das konnte man, glaube ich, sehr gut hören. Und hier auf der Innenseite, wenn ihr einen Kraken besitzt, kann man dann sehen, hier sind so Streifen und die verkleben sich so ein bisschen hier mit dem Gummi. Was überhaupt nicht schlimm ist. Aber halt nervig. Was kann man dagegen tun? Aluminiumklebeband habe ich hier gewählt. Ihr könnt auch irgendein anderes nehmen von Firma XY, keine Ahnung. Warum Aluminiumklebeband? Das hält sehr gut. Ich habe noch ein Foto für euch. Auf der Innenseite, und das löst sich nicht wieder. Ja, wenn man Tesafilm nimmt oder sonst irgendwas, dann fängt das an, sich irgendwann nach einer Zeit abzurollen. Aber dieses Aluminiumklebeband, das bleibt genau da, wo es hin soll. Und der Effekt ist, dass die Haube jetzt nicht mehr verklebt. Aluminiumklebeband. Wenn es auch auf den Sack geht, auf die Nerven geht, ganz easy, Problem erledigt. Wenn wir bei der Haube schon mal sind, dann habe ich noch hier das Verschlusssystem. Im Original muss man die Haube ziemlich weit raufziehen und raufquetschen, bevor das hinten einrastet. Welches Verschlusssystem ihr auch immer habt. Ich habe hier Lox oder wie hieß es früher? Lox oder Tenax. Ne? Mit dem Original ist es ja genau dasselbe. Man muss ziehen, 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 bis man die Führung dann endlich trifft, das Gegenstück. Abhilfe, ganz, ganz einfach. Man nehme die Halterung für das Gegenstück und mache aus den Löchern Langlöcher. Mit einer Fräse oder hier aus dem Baumarkt hier so eine Schlüsselfeile, so ein Schlüsselfeilen-Set. Das geht sehr gut. Ein halber Zentimeter reicht völlig aus, um dann das Gegenstück ein bisschen nach vorne zu schieben. Hier sieht man das ganz gut. Und schon bekommt ihr die Haube ganz locker rauf, ohne dass ihr groß ziehen müsst.
eine kostengünstige Geschichte. Tipp Nummer 3, Reglerkabel. Die Reglerkabel, die baumeln, wenn man den Akku hier vorne reinschiebt, dann baumeln sie immer da vorne. So, die sind irgendwie im Weg, oder? Meistens ist es so. Auch eine ganz einfache Abhilfe, hier seht ihr das auf dem Foto, mit einem Schrumpfschlauch habe ich die Kabel einfach zur Seite gelegt und dann kann man den Akku ganz locker vorne reinschieben, ohne dass was im Weg ist. Und unter der Haube ist auch noch genug Platz, dass da das Kabel nicht eingequetscht wird oder dass sich das aufscheuert oder irgendwie sowas. Das funktioniert auch wirklich hervorragend. Das funktioniert natürlich nur, wenn man ein Stecksystem hat. Hier, ich habe Goldstecker 5,5 mm oder 6 oder 8, keine Ahnung, was ihr benutzt. Und das geht leider nicht, wenn man hier XT-Stecker benutzt. Die kann man ja nicht trennen, ne? Die baumeln dann hier vorne. Vielleicht kann man die da ein bisschen hochbiegen oder sonst irgendwas. Denkt euch was aus, wenn ihr ein anderes Verschlusssystem habt. Beim nächsten Tipp geht es um die Heckeinlenkung, um die Führung der Carbonstange. Darum geht's. Es ist möglich, also es ist gut möglich, dass beim Festziehen von dem Mittelstück hier, von der mittleren Führung, dass das so ein bisschen verkantet wird. Seht ihr hier? So, ziehen wir fest, zack. Und schon läuft die Carbonstange nicht mehr gerade, von vorne nach hinten. Was kann man dagegen tun? Ganz einfach. Man hält ein bisschen dagegen. So. Zieht das fest, ein bisschen tricky. Zieht es dann fest. Kann sein, dass ihr 2, 3 Versuche braucht. Nochmal dann einen kleinen Test machen. Läuft denn die Carbonstange jetzt perfekt gerade zum Heckboom? Hier nochmal ein Check. Jawohl. Jetzt sitzt sie also perfekt gerade drinne, damit wir keine Widerstände haben, Losbrechkräfte. Und in der Bauanleitung von SAW steht auch drin, dass man die Führung nochmal bearbeiten soll mit einer Feile. Oder ich nehme hier Schmirgelpapier, aufgerolltes Schmirgelpapier, damit man kleine eventuelle Kanten dann nochmal wegbekommt und die Carbonstange tatsächlich perfekt, leicht in der Führung arbeiten kann. Das geht auch nicht ruckzuck, das geht ganz schnell. Nochmal einen kleinen Check. Oder muss ich nochmal bei? Ja oder nein? Nein, jetzt bin ich zufrieden. Läuft hervorragend. Dann ist mir noch aufgefallen, die Heckeinlenkungsführung, die ist gegebenenfalls etwas zu kurz. Das müsst ihr bei euch mal checken bei eurem Kraken oder beim Vorgängermodell, betrifft die ja auch. Möglicherweise ist sie bei euch auch zu kurz. Warum? Es wird ja auch in der Bauanleitung hier beschrieben, die Heckeinlenkung beschreibt einen leichten Bogen. Den will ich aber nicht haben. Der ist mal mehr oder mal weniger gewogen, dieser Bogen. Je nach Heckservo. Die sind ja nicht alle gleich. Die Halterung hier, die Befestigung und der Servoausgang, das je nach Hersteller, das sind verschiedene Höhen. Und wenn ihr einen etwas höheren Servo habt, so ist er ja drin, dann macht die Heckeinlenkungsstange einen größeren Bogen. Und dann habe ich wieder Kräfte, Störkräfte, wo der Servo dann gegenarbeiten muss. Und genau das will ich ja nicht. Das ist eins von vielen, vielen Ursachen fürs Heckpendeln oder Heckschlagen oder sonst irgendwas, wenn das Heck einfach nicht ruhig steht. Da habt ihr zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1 ist, euch ist das scheißegal, ihr fliegt einfach los, denn im Flug, seht ihr, da gibt es kein Heckpendeln. Ne? Finde ich auch nicht so toll, die Möglichkeit 1. Ich bin auch mehr für die Möglichkeit 2. Ihr bastelt euch was. Ich habe hier, also hier habe ich nochmal ein Foto, wo man es ganz gut sehen kann. Vorne ist schon eine verlängerte Heckanlenkungsführung, Mittelstück. Und
der hintere Helikopter, da ist dieser leichte Bogen. Hier nochmal, kann man ganz gut sehen. Was habe ich gemacht? Ich habe ein bisschen gebastelt, und zwar da die Heckanlenkungsführung um 0,5 oder 0,6 mm verlängert. Und jetzt liegt die Carbonstange da ganz locker drin. Sie wird einfach nur geführt, genau das soll es ja machen. Und dann habe ich einen Kumpel gefragt, das sah natürlich nicht so toll aus, ne? Habe ich einen Kumpel gefragt, Jörg, du hast doch einen 3D-Drucker? Ja, habe ich. Dann tu mir bitte einen Gefallen, ich brauche das Teil hier nur um 0,5, ich glaube 0,5 war es, 0,5 mm verlängert. Ja, kein Problem, mache ich, wie viel brauchst du? Ich sage, machen wir mal 10 Stück und fertig. 2 Tage später hatte ich die Dinge auf dem Tisch, vielen Dank Jörg dafür nochmal. Und jetzt ist die Carbonstange perfekt gerade und es gibt keine Störkräfte, wo das Servo halt gegenarbeiten muss. Das waren einige Tipps und Tricks für euch. Und jetzt zum eigentlichen Update-Video Kraken 700S mit dem 6S Setup. Ich habe ihn noch um ein paar Gramm erleichtern können. Maßnahme Nummer 1, absolut kostenfrei. Die beiden Aluminium-Lipo-Führungsschienen, da habe ich den hinteren Teil einfach abgeflext, gekürzt. Denn ich brauche es dann wirklich nicht mehr. Es wird keinen Umbau mehr auf 12S geben. Die bleiben beide auf 6S. Deswegen konnte ich die einfach trennen und habe somit gewonnen, hier seht ihr es nochmal, 15 Gramm. 15 Gramm haben oder nicht haben, die sind einfach weg. Zack. Und die Lipo-Aufnahme, die habe ich jetzt sowieso schon gekürzt. Hier ist das Original. Ja. Das hatte ich ja schon im ersten Teil erwähnt. Und hier für euch nochmal als zusätzliche Info, das sind die von dem Urgoblin. Die passen aber leider nicht. Die sind etwas schmaler und die sind auch etwas länger. Also wer die Idee hat, Mensch, ich habe hier noch eine Lipo-Schiene, die passen leider nicht. Maßnahme Nummer 2, auch absolut kostenfrei. Zahnriemenspanner oder Zahnriemenführung. Für mich ist das eine Zahnriemenführung, aber offiziell heißt es Zahnriemenspanner. Den habe ich chirurgisch entfernt und habe ein paar Testflüge gemacht. Sage ich euch gleich was zu. Aber vorab schauen wir mal in die Bauanleitung. Denn da gab es bestimmt Verwirrung, bei mir auch, ganz klar. Es gibt 2 verschiedene, sind in dem Baukasten drin. Einmal 2 mm und einmal 2,5 mm, also verschiedene Stärken. Ich bin beide geflogen und habe keinen Unterschied feststellen können. Also ich nicht. Vielleicht gibt es einen Unterschied, wenn man ein hartes 3D fliegt oder so, kann ich nicht. Entzieht sich auch meiner Kenntnis, welcher da besser ist. Ist auch leider nicht beschrieben in der Bauanleitung, warum da jetzt 2 verschiedene Stärken mit beigelegt sind. Hier ist er nochmal im ausgebauten Zustand. Und was habe ich gemacht? Ich war auf dem Flugfeld, habe mir das angeguckt und wie gesagt, habe ausgebaut und bin losgeflogen, ohne nachzuspannen, einfach nur ausgebaut. Und dann habe ich eigentlich erwartet, dass, wenn ich mich verknüppel oder irgendwie sowas, dass ich dieses Geräusch höre, dass der Zahnriemen hinten im Heckbuben so ein bisschen klappert. Hat aber nicht gemacht. Auch nicht nach 10 Flügen, auch nicht nach 20 Flügen, auch nicht bei verschiedenen Temperaturen. Von 10 Grad bis 22, 23 Grad Außentemperatur hat da nichts geklappert, gar nichts. Dann habe ich mir gedacht, vielleicht habe ich einfach nur Glück mit diesem Helikopter. Nimm mal den 710er, der auch mittlerweile dann umgebaut war auf 6S. Habe den auch ausgebaut, deswegen liegen hier 2, ne? Auch nichts, genau das gleiche. Also ich fliege ohne die beiden Dinger. Habe ein Gewichtsersparnis von Augenblick 18 Gramm. Wie bin ich überhaupt auf diese Idee gekommen? Ganz einfach, der erste Kraken hatte ja, als er rausgekommen ist, hatte er auch keinen Zahnriemenspanner. Und wir Kunden, also ich ja eingeschlossen, also, der hat keinen Zahnriemenspanner? Das kann doch gar nicht sein. Wieso hat denn dieser Kraken hier, wieso hat er keinen Zahnriemenspanner? Das gibt's doch gar nicht. Da muss ein Zahnriemenspanner rein. Ja,
das Riemenrad hier von dem ersten, das war so ein Stück weiter nach hinten, okay, da ist der Zahnriemen vielleicht ein paar Zentimeter kürzer, keine Ahnung. Es gab aber auch, wer sich erinnert, in der Bauanleitung war ein Tuning-Zettel mit dabei, hier habe ich ihn, und unten links in der Ecke gab es dann als Tuning-Teil in der Zukunft, damals in der Zukunft, einen Zahnriemenspanner, der aber nie auf den Markt gekommen ist. Jedenfalls habe ich den noch nie gesehen, weil nicht notwendig. Beim Kraken S, so jetzt lehne ich mich ein bisschen aus dem Fenster und stelle mal so eine These auf hier, als Goblin den rausgebracht hat, Kraken S, dann haben die wahrscheinlich gesagt, vielleicht, Leute, der Kunde wünscht aber einen Zahnriemenspanner. Wir müssen da einen Zahnriemenspanner einbauen. Also kommt ein Zahnriemenspanner hier rein. Ob der nun sinnvoll ist oder nicht, muss jeder für sich selbst entscheiden und ob sich das Risiko, ob er das eingehen will, nur weil er hier 18 Gramm sparen will, wie gesagt, muss jeder selber entscheiden. Ich baue sie jedenfalls nicht mehr ein und wer noch einen Zahnriemenspanner braucht, hier, ich habe noch einen. Ich habe noch zwei. Ich habe noch zwei über. Maßnahme Nummer 3, das sind die Servos. Und jetzt kostet das Geld. Ich habe ja in dem ersten Video euch gebeten, wenn ihr Servos kennt, die vielleicht eventuell die 50 Gramm Marke knacken, dann sagt mir bitte Bescheid. Und der Daniel, ein guter Freund von mir, der rief mich an und sagte, du Frank, guck mal hier, AGF Servos, 90 Kilo Stellkraft und die wiegen 50 Gramm, laut Herstellerangabe. Ich, oh, alles klar. Bestellt. Das sind ja, vorher waren ja die allein Servos drin, die hier, mit 56 Gramm. Sehr gute Servos, ohne Frage. 56 Gramm und die haben 50 Gramm. Das wären dann 18 Gramm, ne? Total verrückt, ich weiß. 180 Euro für 18 Gramm. Ist, ihr dürft ruhig so machen. Aber, ich dumm mal. So, die kamen ja an. Bei Chemtech bestellt, ich ein Servo, hier sind sie nochmal, hier sind sie nochmal, sind auch ein bisschen kleiner, ein bisschen zierlicher. Und auf die Waage, auf meine Goldwaage und siehe da, oh Schreck, 55,4 Gramm. Was ist denn das? Das kann ja wohl nicht sein. Dann habe ich, und jetzt könnt ihr lachen, dann habe ich hier 180 Euro ausgegeben für 3 Gramm. Das steht in keinem Verhältnis. Ich habe die Jungs angeschrieben da bei Chemtech, super nett, habe eine Antwort zurückbekommen, ob ich sie zurückgeben will. Ich sage, nein, die will ich nicht zurückgeben, aber ihr habt hier falsche Angaben, das kann nicht sein. Jo, wir kümmern uns drum. Ich sage, ja, ihr kümmert euch drum, alles klar. Dann habe ich nochmal reingeguckt, hier, bevor ich das Video gemacht habe, und Tatsache, sie haben es geändert von 50 auf tatsächlich 55 Gramm. Finde ich ganz toll, finde ich ganz klasse, finde ich ganz fair. Von Chemtech hier. Finde ich gut. Die arbeiten jetzt in dem 710er, der steht da, den könnt ihr nicht sehen, aber der steht da, der Helikopter, und haben da ihren Platz gefunden. Da sind sie. Und hier nochmal, genau, habe ich nochmal ein Bild für euch. Die haben es tatsächlich geändert auf 55 Gramm. Was noch nicht stimmt, ist die Getriebeart. Da unten könnt ihr es sehen, Titan. Aber, wo sind sie? Hier. Hier auf der Verpackung steht Stahl. Das ist ein Stahlgetriebe. Und da steht Titan. Na gut. Da kann ich auch gut mit leben. Die sind super leise, super kräftig, super schnell. Also, alles prima, alles toll. So, jetzt kommt ein paar Wochen später, rief mich wieder Daniel an und sagte, du, GDW hat auch wieder neue Servos rausgebracht. Ich sage, oh nein, echt jetzt? Ja, es sind aber MIDI-Servos. MIDI-Servos, so Achtung, GDW DS498NG. 22 Kilo. 22 Kilo, 0,08 Sekunden. 22 Kilo, braucht kein Mensch. Also ich nicht. Wenn es 12, 13 Kilo sind, das würde mir völlig reichen. Aber schön, wenn man es hat. Ne? Okay, bestellt. Habe ich auch bestellt? Ich sage, her damit. Muss ich haben. Sofort auf die Waage und siehe da, geil,
42,08 Gramm. Tatsächlich wiegen die Dinger 42,08 Gramm. Aber jetzt habe ich ein kleines Problem gehabt. Hier habt ihr nochmal die technischen Daten. Das Problem, dachte ich, hätte ich gelöst. Es sind ja Midi-Servos, die sind ja kleiner als die Standard-Servos, als die hier. Und da dachte ich mir, nimmst doch einfach mal die Servohalterung vom 580er Kraken. Das müsste doch passen. Von dem Nix-Servo, das hier, das passt. Hervorragend. Zack, zack, knick, knack, ohne irgendwas zu ändern. Wunderbar. Funktioniert. Und vorne für das Roll- und für das Pitch-Servo, das hier, das ist nicht baugleich. Das passt überhaupt nicht. Kein Stück. Verdammt. Also muss ich was bauen. Und zwar habe ich gebaut einen Adapter. Oben die Löcher konnte ich benutzen. Ich musste das eine ein bisschen aufbohren, weil die Halterungen von den MIDI-Servos, die sind natürlich auch enger zusammen. Und damit der Servoausgang ungefähr auf der gleichen Höhe ist, konnte ich die oben dort befestigen und unten hingen die dann natürlich, baumelten die dann in der Gegend rum, und da musste ich dann einen Adapter bauen mit einer Carbonplatte. Und das funktioniert hervorragend. Viele, viele Flüge schon absolviert, super Servos, hält alles hervorragend, richtig geil. Das Einzige, was ich machen musste, die haben wohl eine andere Getriebeauflösung. Ich musste das Loch von 18 auf 15 setzen, damit ich bei 12,8 Grad Pitch in dem Neo, in dem grünen Bereich komme. Das ist das Einzige, was ich machen musste. So, zusammengefasst, was habe ich gewonnen, beziehungsweise verloren? Was habe ich verloren? An Gramm. 15 Gramm Liposchiene, also diese beiden Endstückchen, und der Zahnriemenspanner, 18 Gramm, sind 33 Gramm, die ich ohne auch nur einen Cent dafür ausgeben zu müssen, verloren habe. Verloren habe. Dann die Servos, hier die MIDI-Servos, habe ich verloren 42 Gramm. 3 mal 14, vorher waren es ja 56 Gramm, die Servos von Align, und jetzt hier 42 Gramm, 3 mal 14 Gramm sind 42 Gramm. Insgesamt knapp 70 Gramm, summa summarum. 67 ganz genau, denn die Adapterplatten und die 4 kleinen Schräubchen, da muss man ja wieder drauf rechnen, ne? 67 Gramm insgesamt noch einmal an Gewicht verloren. Das heißt, mein Kraken 700S mit dem 6S Setup hier, der kompromisslos leichte Helikopter, wiegt jetzt leer 3325 Gramm. Das ist schon eine gute Ansage, würde ich sagen. Gut, Leute, dann hoffe ich, mein Video hat euch gefallen. Dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Frank. Ciao.